Herr Broder, der Papst hebt die Exkommunikation von 4 Bischöfen der Piusbruderschaft auf, unter ihnen Richard Williamson, der die Existenz von Gaskammern in Auschwitz leugnet. Ja. Lustig? Ja, schon ziemlich lustig, aber nicht ganz so lustig wie die Verbrennung von Giordano Bruno, für den sich die Kirche noch nach 400 Jahren nicht entschuldigt hat. Also die haben schon was aufzuarbeiten. Aber es ist schon deswegen lustig, weil der Papst wirklich voll auf dem antiautoritären Trip ist. Und er schafft das, was in den 68ern wirklich nicht gelungen ist. Er baut die Institution ab. Laissez-faire. Laissez-faire. Von oben. Ja, von oben. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass er es absichtlich macht, aber es gelingt ihm gut. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind und ich hoffe, dass Sie gleich nicht nur zuhören, sondern gerne auch mitreden, weil der Skandal um die Aufhebung dieser Exkommunikation von Bischöfen der Piusbruderschaft rund um den oder inklusive des Holocaust-Leugners Richard Williamson hat die katholische Kirche in eine tiefe Krise gestürzt. Papst Benedikt XVI. Hat inzwischen reagiert, hat eine Rücknahme dieser Holocaust-Leugnung gefordert, aber täglich liest man von neuen Theorien dieser konservativen Bruderschaft. I believe there were no gas chambers. Yes. Anstatt zu widerrufen, legt der Holocaust-Leugner im Magazin Der Spiegel nach. Und wenn ich diese Beweise finde, dann werde ich mich korrigieren, aber das wird Zeit brauchen. Äußerungen, die schockieren. Doch wie viel Williamson steckt in dieser Pius-Bruderschaft, einer Gemeinschaft, die behauptet, lediglich die Traditionen zu bewahren? Die Pius-Brüder sehen sich als die wahre Kirche. Sie lehnen das Zweite Vatikanische Konzil ab, predigen gegen Gleichberechtigung und gegen Homosexualität. Neben antisemitischen Äußerungen werden ihnen auch anti-islamische Tendenzen vorgeworfen. So mahnen sie auf ihrer Internetseite Christen zur Wachsamkeit gegenüber Muslimen. Wir müssen erkennen, wo die wahren Bedrohungen sind und wer unsere Feinde sind. Schon längst ist aus dieser Randgruppe ein zentrales Problem des Papstes geworden. Doch welche Folgen hat das für die gesamte katholische Kirche? Alle reden über sie, aber sie selber reden wenig bis gar nicht. Und deshalb ist es mir eine Freude, dass ich den Dogmatiker Pater Matthias Gaudrun von der Pius-Bruderschaft in Deutschland begrüßen kann. Schön, dass Sie hier sind. Und aus dem Erzbistum Hamburg ebenfalls ein sehr herzliches Willkommen, Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jaschke, wohlgemerkt kein Pius-Bruder. Herzlich willkommen. Ja? Pater Gaudrun, der Papst wollte den Pius-Brüdern die Hand reichen durch die Rücknahme der Exkommunikation. Jetzt hat er eine Reihe von Problemen genau dadurch. Haben Sie bei einer Ihrer letzten Beichten Ihr schlechtes Gewissen mal dahingehend erleichtert, dass Sie sozusagen an den Papst gedacht haben und darüber nachgedacht haben, welchen Ärger Sie ihm da eingehandelt haben? Also in der Beichte habe ich das sicherlich nicht aufgearbeitet, weil ich mich nicht hinter diese Äußerung von Bischof Williamson stelle. Und das ist auch nicht die Meinung der Pius-Brüderschaft. Also ich bin hier nicht, um diese Äußerung von Bischof Williamson zu verteidigen. Das ist außerhalb jeder Diskussion. Aber ich denke, dass die ganze Aufregung, die um diese Sache gemacht worden ist, doch auch ihren tieferen Grund darin hat, dass man eben die Tradition der Kirche einfach auch nicht zurückhaben will. Und dass das einfach ein Anlass gewesen ist, um diese Rückkehr zu einer größeren Liebe zur Tradition zu verhindern in der Kirche. Also wir wollen da differenzieren, ganz klar. Und wir leisten uns den Luxus des Zuhörens, also jeder kommt zu Wort, hoffentlich ausreichend. Dennoch vorneweg nochmal die Frage, wenn Sie sagen, das ist nicht Ihre Meinung, worüber ich mich sehr freue, und auch nicht die Meinung der Pius-Bruderschaft, wie werden Sie den rausschmeißen, den Herrn Williamson? Wie schnell? Und man hat ihm ein Ultimatum gestellt bis Ende Februar. Da will er ja noch mal ein Buch lesen. Ja, das hat der Spiegel so groß überhaupt ein Buch. Er hat gesagt, Das ist ein Zitat. Ja, aus dem Interview. Ja, gut. Aber es ist ja so gewesen, er behauptet, er hätte aufgrund von Lektüre, sei zu diesem Ergebnis gekommen, die Zahl, das stimme nicht und die Gaskammerstimme auch nicht. Jetzt hat er gesagt, einfach um der Wahrheit willen kann ich nicht einfach widerrufen. Jetzt muss ich schauen, warum das nicht stimmt. Ich stelle mir nur sozusagen die Szenerie vor. Jetzt liest er ein Buch, was ja an sich nichts Verwerfliches ist. Ja. Jetzt kommt er nach 3 Wochen, ganz schön lang für so ein Buch, muss ein dickes Buch sein. Ja, kommt er zu der Erkenntnis, dann kommt er zu der Erkenntnis nach 3 oder 4 Wochen, nee, stimmt doch nicht, hat doch gegeben die Gaskammern. Ich meine, das ist ein Akt von Lächerlichkeit, ja, natürlich ist nicht zu überbieten. Nein, vor allen Dingen, was ja die ganze Sache so schlimm macht, wir haben als Katholiken und auch als traditionelle Katholiken keinen Grund, Hitler zu verharmlosen oder dieses Nazi-Regime irgendwie als nicht so schlimm darzustellen. Aber ich meine, das ist ja in der ganzen Diskussion jetzt, da greift man irgendwelche Zitate raus, die man in unseren Schriften gefunden hat. Aber warum sagt niemand,
dass wir sowohl in unserem Mitteilungsblatt wie auf unseren Schriftenständen auch ganze Bücher oder Artikel haben, die sich beschäftigen mit der Bekämpfung des Nationalsozialismus. Nicht, das wird da nicht gesagt. Ja, natürlich gibt es breiten katholischen Widerstand und das ist ja historisch belegt, ist völlig unstrittig. Dennoch müssen Sie ja akzeptieren als Piusbruder, dass dieser Mann mit diesem Interview und dem, was er sonst so, ich könnte Ihnen die Zitate, seit 1989 gibt es Zitate, die Hanebüchen sind, was er Ihrer Bruderschaft für einen verheerenden Schaden anrichtet. Ja. Und das, wenn ich das noch sagen darf, eingedenk der Tatsache, dass der Gründer, Lefebvre, Bischof Lefebvre, seinen Vater im KZ Sonnenburg verloren hat. Genau, ja. Muss man sich mal vorstellen. Hat unserer Bruderschaft einen Schaden dazu zugefügt. Das sehe ich genau. Also schmeißen Sie ihn raus. Ja, gut. Werden wir vielleicht letztlich auch tun. Aber ich wundere mich doch, dass... Das heißt, es gibt Bestrebungen, ihn rauszuschmeißen? Ja, wenn er auf seinem Standpunkt beharrt, dann schon, natürlich. Aber ich wundere mich doch, man wirft der Kirche, besonders der traditionellen Kirche, bisher immer vor, wenn einer euch nicht passt, dann werft er ihn sofort raus. Ja. Und jetzt wirft man uns das Gegenteil vor, dass wir ihm noch ein bisschen Zeit lassen und nicht sofort ihn raussetzen. Ja. Also ich meine, bitte, also Sie meinen nur so oder so, die christliche Nächstenliebe sollte es auch hier ein bisschen Geduld ihm lassen und nicht einfach vor die Tür setzen. Und ich meine, er ist trotz der wirklich dummen und törichten Aussagen, die er gemacht hat, ist er nun nicht ein Unmensch und nicht ein solches Ungeheuer, was er jetzt vielleicht erscheint in der Presse. Wenn Sie sagen dumm und töricht, darauf können wir uns schnell einigen. Aber da müssen Sie ja darauf reagieren, nicht wir. Andererseits als Katholik kann man dazu natürlich eine Meinung haben. Wenn jemand April 1989, 20 Jahre her, Henrik Broder hat es gesagt, einer Messe der Piusbrüder, das war allerdings im US-Bundesstaat New Hampshire, den Satz gesagt hat, es ging um Gaskammern und Auschwitz, wörtlich sagte, dort wurden keine Juden in den Gaskammern getötet. Und dann hat er den gläubigen Katholiken dort zugerufen, das waren alles Lügen, Lügen, Lügen. Die Juden erfanden den Holocaust, damit wir demütig auf Knien ihren neuen Staat Israel genehmigen. Boah. Das war 1989, das ist 20 Jahre her. 20 Jahre her. Und keiner hat es gemerkt. Ja. Bis auf ein paar Journalisten, die aber nur Böses wollen. Ja, nun wollen wir, aber er hat sich ja distanziert von Williamson auf deutliche Art und Weise, wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie es sein kann, dass sowas genau zu dem Zeitpunkt rauskommt. Vermuten Sie eine Intrige dahinter? Ist das ein böses Spiel von bösen Mächten? So würde ich das nicht sagen, aber es ist doch auffällig, dass dieses Interview ja schon am 1. November gemacht worden ist. Also es ging da um eine Weihe, die er gespendet hat für einen Schweden und deswegen kam das schwedische Fernsehen. Und in Deutschland war das Interview. Ja, in Deutschland, ja. Und dieses Interview, ich weiß nicht, ob irgendetwas von diesem Interview dann später im schwedischen Fernsehen gesendet worden ist. Aber gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Gerücht sich breit machte, dass der Papst vielleicht daran denkt, die Exkommunikation aufzuheben, zu dem Zeitpunkt strahlt man das aus. Und man hat schon den Eindruck, dass hier vielleicht gewisse Leute noch die Aufhebung der Exkommunikation auf diesem Weg verhindern wollten. Also etwas Ähnliches gab es ja auch vor 2 Jahren, als der Papst die überlieferte Heilige Messe wieder freigegeben hat. Damals tauchte plötzlich auch in verschiedenen Zeitungen in Deutschland der Vorwurf auf, das kann man nicht freigeben, denn die alte Messe ist antisemitisch. Ja, und zwar mit wirklich haarsträubenden Argumenten. Das eine Argument war zum Beispiel, dass an den Sonntagen nie aus dem Alten Testament vorgelesen wird. Nun, jeder, der ein bisschen in der Kirche in jeder Messe das Alte Testament zitiert wird und besonders, also vielleicht wirklich nicht an den Werktagen, nicht an den Sonntagen, aber an den Werktagen seitenweise aus dem Alten Testament hier vorgelesen wird. Ja, also man hat doch den Eindruck, hier will man einfach den letzten Trumpf ziehen. Wenn jemand sagt antisemitisch, dann ist er hier weg vom Fenster. Also wenn der Papst eine antisemitische Messe wieder zulässt, das geht nicht. Ja, also da ist ja vieles in einen Karton geworfen worden, wird dann gemischt und dann wird eine Mischung rausgeholt, die gefährlich ist und die nicht sachdienlich ist, vielleicht auch nicht sachgerecht ist. Allerdings, wenn ich Ihnen in einer Sache widersprechen darf, der Zeitpunkt der Ausstrahlung des Interviews ist völlig irrelevant, weil das, was er gesagt hat, ist relevant. Das ist sozusagen das Entscheidende und nicht, wann es aufgenommen ist. Es kommt noch hinzu, er sagt in dem Interview ja auch, das, was er jetzt sagt, da muss er vorsichtig sein, weil wir auf deutschem Boden sind. Das ist ein Straftatbestand in Deutschland, den Holocaust zu leugnen. Beten Sie für Richard Williamson? Ich bete für alle Menschen, aber ich mache diese Verharmlosung nicht mit, Pater Gaudron, die Sie jetzt anstellen. Es ist eine ganz schlimme Sache, dass ein führender Mann der Piusbruderschaft immerhin ein Bischof sich so äußert, immerhin ein Bischof. Es war dem Bischof Felley auch bekannt, dass er so etwas gesagt hat. Und Bischof Felley hat offenbar auch einen Brief geschrieben, man solle darüber jetzt nicht reden. Man hat also auch den Papst hintergangen.
Dass der Papst mit seinem Apparat und seinem Stab nicht gut beraten war, ist eine Schande für unsere katholische Kirche, selbstverständlich. Aber was die Pius-Bruderschaft dort angerichtet hat, kann jetzt nicht irgendwelchen bösen Mächten zugeschrieben werden. Nein, das kommt aus ihrem innersten Kern. Es geht um 4 Bischöfe und um einen leitenden Bischof. Und es geht nicht um irgendein Thema hier. Meine Güte, es geht einmal um historische Wahrheit. Wenn ein Bischof sich so verirrt, dass er etwas sagt, also das ist wirklich unsäglich. Und dann geht es um die Juden. Wir Christen haben eine belastete Geschichte mit den Juden. Kein Antisemitismus, aber Antijudaismus, der durchzieht die christliche Geschichte. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele gute Wege zueinander gefunden, des Respektes. Natürlich unterscheiden sich Christen und Juden selbstverständlich. Und das wird jetzt einfach so weggewischt. Und da wird ein ganz dumpfer, brauner Sumpf auf einmal geweckt. Ich will gar nicht sagen, dass der in der Pius-Bruderschaft die Grundlage bildet, aber in Sympathisantenkreisen und so weiter und die ganze katholische Kirche, groß wie sie ist, wird in diesen Sumpf auf einmal hineingezogen. Ich bestreite, dass es eine Krise der katholischen Kirche gibt, das ist Unsinn, aber diese unsäglichen Vorgänge erzeugen den Eindruck, als würde die große katholische Kirche auf einmal alles vergessen, was hinter ihr liegt und was wir erreicht haben. Sie sagen von sich selbst, Bischof Jaschke, dass Sie rechtgläubig sind, aber nicht rechtsgläubig. Sagen wir mal, wenn Sie jetzt in der Rolle wären, in der Ihr Doktorvater, Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, Ihr Doktorvater, jetzt ist, wie würden Sie umgehen mit dem Fall? Was würden Sie machen? Also der Papst ist nicht ein Mann wie wir, der heute mal redet und morgen wieder redet. Nein, der Papst muss sich angemessen und bemessen äußern. Und dann gehen wir vom Papst weg. Ja, Sagen, wie würden Sie als Weihbischof? Bei meinem Doktorvater Josef Ratzinger, dem verehrten Papst Benedikt. Er hat seit langem versucht, der Pius-Bruderschaft einen Weg in die große katholische Kirche zu ebnen. Das ist kompliziert, aber er hat seit langem versucht und das ist ein gutes Zeichen. Wir reden gleich mal darüber, was die Unterschiede sind, ne? Nur um das ein bisschen zu erklären. Ja. Nun waren wir kurz davor, das zu erreichen. Und dann ist der Papst offenbar hintergangen worden. Ihm wurde das nicht mitgeteilt, dass es diese Unsäglichkeiten gibt. Und was soll der Papst machen? Am Samstag ist die Exkommunikation aufgehoben worden. Am Mittwoch hat er sich öffentlich geäußert zu 2 Punkten, ganz deutlich. Er hat gesagt, wer den Holocaust leugnet, wer etwas gegen die Juden sagt und die christlich-jüdische Geschwisterlichkeit, der kann kein katholischer Christenmensch, geschweige denn ein Kirchenmann sein. Und er hat auch gesagt, ohne die Anerkennung des Zweiten Vatikanischen Konzils kann man nicht katholischer Christ heute sein. Das hat er am Mittwoch schon gesagt. Also er hat sich sehr, sehr schnell geäußert. Dann war der Papst, gut beraten, erst einmal ruhig zu sein. Der Papst muss nicht so aufgeregt sein wie die öffentliche Meinung. Also er twittert nicht, das stimmt. Er hat Erklärungen abgeben lassen durch seine Stellen. Die waren auch sehr, sehr klar und eindeutig. Die Bundeskanzlerin Merkel war offenbar nicht informiert über die erste klare Äußerung des Papstes. Das hat denen gar nicht gefallen in Rom, ne? Nein, das ist auch nicht klug, wenn eine Regierungschefin beim Empfang für Kasachstan da so eine Bemerkung loslässt, moralisierend, und gar nicht registriert hat, dass der Papst schon am Mittwoch in der Audienz gesagt hat, öffentlich, es ist ein Unding und eine Ungeheuerlichkeit, so etwas abzustreiten und zu leugnen. Und das Konzil ist eine Selbstverständlichkeit. Wer das Zweite Vatikanum, also das Zweite Vatikanische Konzil, Anfang der 60er Jahre, über mehrere Jahre regelmäßige Sitzungen in Rom, wer die Ergebnisse dieser Tagungen dort, also dieses Konzils, nicht anerkennt, kann kein katholischer Christenmensch sein. Jetzt haben Sie aber ein Problem. Nein, wir haben gar kein Problem damit. Wir lehnen das Konzil ja nicht im Bausch und Bogen ab. Nee, aber doch wesentliche Teile. Na, wir sagen einfach, dass wir mit manchen, vor allem zweideutigen Sätzen nicht einverstanden sind. Also das mit der Ökumene passt Ihnen nicht so? Ja. Was noch? Sie würden gerne die traditionelle Liturgie, Sie wollen die Messe lieber in Lateinisch? Die hat das Konzil ja gar nicht abgeschafft, das kam erst nach dem Konzil. Genau. Ja. Also was sind die Punkte? Ökumene? Also das Hauptproblem ist schon diese Selbstdarstellung der Kirche nach dem Zweiten Vatikanum. Nee, aber auf dem Zweiten Vatikanum. Oder auch auf dem Zweiten Vatikanum. Sie lehnen das Konzil ab oder die Wirkungen des Konzils? Einige Wirkungen. Ab. Also als Katholik muss man alle unfehlbaren Beschlüsse eines Konzils, also alle Dogmen, anerkennen. Nun hat aber das Zweite Vatikanum kein einziges Dogma verkündet. Wahrscheinlich eines, aber da streiten nur Theologen, aber man muss das Konzil als Ganzes natürlich in einem guten Lichte sehen. Das ist katholische Tradition. Ich kann katholisch sein
und trotzdem ein Problem mit nicht unfehlbaren Texten haben. Mit einzelnen Äußerungen, ja. Aber schauen Sie, was in Ihren Internetauftritten steht. Eine Häme, die Sie über das Zweite Vatikanum gießen. Und über die große Zahl der katholischen Christen, die voller guten Willens im Sinne des Zweiten Vatikanums ihr Leben führen, Gottesdienst feiern, die Heilige Messe feiern und beten. Das ist unerträglich, was Sie da tun. Und so kann man nicht in die katholische Einheit hineinfinden. Aber Sie tun es. Nein. Aber das Problem ist auch folgendes. Man hat immer am Zweiten Vatikanum den großen Frühling erwartet, nicht? Das große Aufleben jetzt. Und das Gegenteil ist eingetreten, nicht? Was hat das Konzil für die Kirche gebracht? Es ist alles niedergegangen. Glauben Sie denn, es würde der katholischen Kirche besser gehen? Und ich meine jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, wir haben ja oftmals so eine Binnensicht. Aber es würde der katholischen Kirche besser gehen, wenn wir weniger Ökumene hätten, also weniger positive Auseinandersetzung mit anderen Religionen, wenn wir die Messe in lateinischer Sprache hören würden und noch ein paar andere Dinge machen würden, die Sie so gern, was weiß ich, Äußerlichkeiten, weiße Handschuhe beim Verlesen der Messe und so weiter. Darum geht's nicht. Ja. Nein, wir müssen uns ja mal fragen, was bedeutet denn Ökumene? Ja. Also wenn es nur bedeutet, ich soll mich mit anderen Religionen auseinandersetzen, die sollen miteinander sprechen. Andere Konfessionen bitte. Oder auch Konfessionen, ja. Andere ist der interreligiöse Dialog. Ja, Toleranz zumindest. Ja, Toleranz, ja, wir sind für Toleranz, ja, natürlich. Aber wir sind nicht für Profillosigkeit, ja. Wir nehmen an, und zwar auch mit dem Zweiten Vatikanum übrigens, der Satz steht auch im Zweiten Vatikanum, also die katholische Kirche allein hat die Fülle der Wahrheit. Und wer diese Tatsache erkannt hat, dass die katholische Kirche die wahre Kirche ist und nicht in sie eintritt, der kann nicht gerettet werden. Das heißt, steht im Zweiten Vatikanum. Den Satz muss man richtig verstehen, muss man richtig auslegen. Das Zweite Vatikanum ist nicht einem Relativismus verpflichtet, im Sinne, es ist alles egal. Es hält schon fest, dass die katholische Kirche eine einzigartige Stellung hat. Aber es sagt, Ökumene anerkennt, Kirche seien auch in anderen christlichen Gemeinschaften, kirchlichen Gemeinschaften, christlichen Kirchen. Ich will versuchen, das zu verstehen. Sie wollen mal die Kante zeigen hin und wieder. Und mal lieber Klartext reden und sagen, wie es früher war, war es besser. Ich formuliere jetzt absichtlich einfach. Ein bisschen einfach. Und so Sätze wie der oberste deutsche Piusbruder Pater Schmidberger manchmal sagt, wie zum Beispiel, eine Kreuzschändung ist die schlimmere Tat als die Terrorangriffe vom 11. September. Oder zum Beispiel, AIDS ist manchmal eine Strafe Gottes. Das ist mal Kante zeigen und das heißt dann... Nein, aber darum geht es uns nicht. Das ist nicht das jetzt greift man hier einzelne Zitate raus. Man durchforscht unsere Schriften, liest tausende von Seiten und findet ab und zu mal... Das macht ein Zitat aus, dass man aus dem Kontext heraus... Was die faire Behandlung angeht, ich möchte nur... Klar, Sie haben sich ja klar distanziert von Williamson. Ja. Dennoch, natürlich suchen wir Zitate raus. Also nicht nur wir, viele sehr kluge Menschen. Machen Sie in jeder Predigt genauso. Zitate raus und dann darüber reden. Sozusagen das Wesen der Predigt. Aber ich meine, das muss man aushalten können. Das ist ja alles gesagt worden. Aber ich will ja sagen, das, was jetzt hier... Ich formuliere es mal anders. Wenn das eine Gottesstrafe ist, wenn AIDS manchmal eine Strafe Gottes ist es dann auch eine Strafe Gottes, dass 3 ihrer Mitbrüder just nach den Äußerungen bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen sind? Das kann man natürlich jetzt, wird uns natürlich vorgehalten jetzt so, ja. Bitte. Es ist ein bisschen schlicht gedacht und es ist nicht auf meinen Gedanken gewachsen, aber... Ich kann doch einem anderen Menschen nicht sagen, Gott straft dich. Ich selber kann eine Strafe Gottes erkennen in meinem Verhalten. Das ist eine ganz persönliche Glaubenseinsicht. Aber wenn ich anderen Menschen sagen, Gott bestraft dich für dieses oder jenes Verhalten, ist das unchristlich, das ist selbstgerecht und pharisäisch. Das sagen wir das ja auch nicht. Pater Gauder, ich möchte wirklich versuchen, es zu verstehen, wenn Sie sagen, die Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen. Also zum Beispiel das mit AIDS ist manchmal eine Strafe Gottes. Dann gab es noch, es gab ja eine ganze Reihe von, wir haben es ja eben auch schon gesagt, zum Beispiel Kreuzschändung ist die schlimmere Tat als die Terrorangriffe vom 11. September. Sie sagen, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Können Sie den Zusammenhang mal schildern, in dem es Sinn ergibt, das Zitat? In dem Sie es gut finden? Ich hätte diese Aussage mit dem Kreuz nicht so gesagt, ja. Was er beispielsweise ausdrücken wollte, ist einfach, eine Sünde gegen Gott ist an sich schlimmer als eine Sünde gegen einen Menschen, ja. Aber bitte, das kann man nicht so sagen. Das kann man missverstehen. Ja, das kann man nicht missverstehen. Schlimm genug. Aber Sie sagen, das kann man nicht so sagen. Aber das ist sehr gut, ja, das sage ich. Aber hier wird ja ein Eindruck erweckt, es ging um irgendwelche Randthemen. Aber das ist nicht unser Problem, ja. Sondern das eigentliche Problem ist tatsächlich,
Wir sehen die katholische Kirche als die wahre Kirche und wir stehen zu allen Aussagen, zu allen dogmatischen Aussagen, die die Kirche je gemacht hat. Ja. Es ist eine Tatsache, dass viele Katholiken heute dahinter nicht mehr stehen. Ja. Wir haben also hier eine Gruppe von Gläubigen, die alle dogmatischen Wahrheiten anerkennt, die die Kirche sagt. Und der sagt man, ihr seid nicht katholisch. Ja. Auf der anderen Seite haben wir viele Gläubige, die x Wahrheiten ablehnen, zum Beispiel die Auferstehung Christi oder die Gegenwart Christi in der Messe, alles Mögliche, und Vielberger des Papstes und so weiter. Und denen sagt man, ihr seid katholisch, das stimmt doch was nicht. Welche Gruppe in der Kirche macht das? Das kann es gar nicht geben. Na, aber daraus entnehme ich ja, dass Sie sich besonders katholisch fühlen. Sie fühlen sich sehr katholisch, als Hüter des wahren Glaubens, nach gerade. Wir sagen nicht, dass wir die einzigen Katholiken sind. Das sagen wir nicht, ja. Aber wir sagen, wir sind auch katholisch. Ja. Wenn man das alles weiß, so was auf den Internetseiten steht und das Internet ist ja nicht nur in Ihrem Büro zugänglich, sondern woanders auch. Würden Sie im Nachhinein sagen, es war der richtige Schritt, die Hand auszustrecken und den Pius-Brüdern hinzuhalten, wenn man doch hätte wissen müssen, was man sich da für einen Ärger einhandelt? Die ausgestreckte Hand ist etwas Gutes und Pater Gauderon sagt ja auch sehr vieles, mit dem ich einverstanden sein kann. Also wir würden Wege finden, mit dem, was Sie sagen, gut zusammenzukommen. Sie sind eine Gruppe in der Kirche mit einem besonderen Akzent. Aber diese Unsäglichkeiten mit der Leugnung des Holocaust, die Unsäglichkeit, dass Sie das Zweite Vatikanum pauschal schlecht machen, nicht Sie persönlich, sondern Ihre Anhänger, das verhindert ich sag mal, das Durchtreten der Tür, die jetzt geöffnet worden ist vom Papst. Und der Papst hat das leider nicht gewusst. Er ist getäuscht worden. Und ich möchte auch von Ihnen hören, dass es Ihnen leid tut, dass Sie den Papst auf diese Weise blamiert haben. Ja, das tut mir leid, sicher. Das tut mir leid, dass das so gekommen ist. Ja, das ist Ihre Schuld. Das nicht seine persönlich, sondern seine der Bruderschaft. Nein, wir stehen ja für Gruppen, das ist doch klar. Es gibt ungefähr 500 Pius-Brüder weltweit. Ja. Man könnte ja auch sagen, ja, die meisten sind entsetzt. 500. Die meisten sind entsetzt. 500.000. Ja, man sagt eine halbe Million. Moment, aber 500 Anhänger und Priester. Ich meinte Priester. Ja, ich meinte sozusagen geweihte Priester. 500 einzige Gruppe, das ist sowas wie im politischen Spektrum die NPD in der Bundesrepublik. Viel weniger. Oder noch weniger. Viel weniger. Außerdem, ich würde gerne, wenn Sie gestatten, vielleicht diese Debatte auf den Boden der säkularen Republik zurückholen, weil wir reden über Glaubenssätze hier. Im Übrigen kommt mir Ihre Debatte bei aller Sympathie vor wie die Richtungsauseinandersetzungen in der SPD. Nicht? Da wird auch über den richtigen Weg zum Sozialismus gestritten und Sie streiten über den richtigen Weg zum Gott. Hier geht es nicht um Glaubenssätze. Hier geht es einfach darum, dass Glaube und Fakten permanent miteinander vermischt werden. Also Ihr Bischof Williamson glaubt an die unbefleckte Empfängnis, an die jungfräuliche Geburt, an die Auferstehung. Er glaubt an die Verwandlung von Wasser zu Wein. An den Holocaust glaubt er nicht. Das ist eine solche Clownerei, die ist auch vollkommen irrelevant. Wissen Sie, wenn er jetzt hingehen würde und sagen würde, er glaubt nicht, dass die Erde eine Kugel ist, sondern eine Scheibe, wäre das genauso lächerlich. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie bekämpfen den Nationalsozialismus, der ist schon eine Weile vorbei. Wissen Sie, da gibt es nichts mehr zu bekämpfen. Was Sie machen, ist ein Kostümfest, ein antifaschistisches Kostümfest in Ihrer Soutane und Sie bekämpfen die Gespenster von vorgestern. Wie wäre es, wenn Sie mal antreten würden und Sie stark machen würden für die Minderheiten, die zurzeit im Iran verfolgt werden, statt die symbolisch und virtuell heute gegen den Faschismus und den Nationalsozialismus zu stellen. Das tun Sie ja gar nicht. Sie sagen ja nichts gegen den Faschismus. Ja, aber Sie distanzieren sich davon. Sich davon zu distanzieren ist vollkommen lächerlich. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich schlag meine Frau nicht. Höchstens einmal die Woche. Nicht? Das ist albern. Das ist eine ganz billige Übung. Das einzig Schöne daran ist, dass Sie wirklich für ein bisschen Leben in der katholischen Firma gesorgt haben. So viel Aufregung gab es noch nie. Und was extrem positiv ist, ist, dass sich die Basis wehrt. Das hat es so oft in dieser Heftigkeit auch nicht gegeben. Das ist vielleicht was Gutes. Das ist was Gutes, ja. Nicht nur die Basis, wir Bischöfe, nicht nur die Basis, alle ehrbaren Leute in der Kirche sagen, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Und das ist doch ein schöner Kollateralnutzen der ganzen Affäre. Pater Gauderon, Ihr Mitbruder Niklaus Pfluger, das ist sozusagen die rechte Hand des Chefs dieser Pius-Bruderschaft, ist laut einer Recherche des Nachrichtenmagazins Der Spiegel regelmäßig Autor der Jungen Freiheit, das ist das Zentralorgan der neuen Rechten. Es gibt eine Reihe von Menschen, die sich darüber wundern, dass sehr Kurzgeschorene auf einmal in den Messen auftauchen. Fischen Sie da auch am politisch rechten Rand? Also ist das, was sozusagen theologisch passiert, auch politisch motiviert? Da gibt es übrigens auch ein Zitat dazu, das suche ich mir auch gleich nochmal raus. Also wenn ich auf den Spiegelartikel zurückkommen kann,
Da muss ich sagen, dass das wirklich eine ganz billige Propaganda ist, die der Spiegel hier betrieben hat. Also erstens das ist dem Spiegel aber schon oft vorgehalten worden. Aber oftmals hat er recht behalten. Nein, hier werden auch ganz verschiedene Gruppen zusammengewürfelt. Zum Beispiel dieses Zitat mit den kurzgeschorenen Haaren, das bezieht sich ja gar nicht auf eine Messe von uns, sondern das bezieht sich auf eine alte Messe, die im Erzbistum Köln, glaube ich, gefeiert worden ist. Ganz offiziell, das hat nichts mit uns zu tun gehabt. Aber durch diesen Spiegelartikel wird so getan, als wären alle Menschen, die irgendwie konservative Katholiken sind, auch solche, die gar nichts mit uns zu tun haben, als wären alle, die irgendwie ein konservatives Kirchenbild haben oder die alte Messe schätzen, als seien das im Grunde Leute, die hier den militärischen Umsturz vorbereiten oder die ja in der rechten Ecke stehen. Also das ist etwas Unerhörtes. Ja, aber Tausende von Leuten, die nie daran gedacht haben, irgendjemandem was zuleide zu tun, die finden sich auf einmal in die rechte Ecke gestellt. Warum lassen Sie Bischof Williamson wochenlang Zeit, um ein Buch zu lesen? Sie sagen deutlich im Fernsehen, dass Sie das unsäglich finden. Ihre Vertreter sagen das nicht deutlich. Also unser Pater Schmittberger, der Gerichtsober, hat sich ganz deutlich davon distanziert. So, dass man das ganz deutlich. Aber Herr Pfluger zum Beispiel hat ja auch gesagt, dass die Theologie, die er vertritt, in einem Aufsatz vor einigen Jahren auch geschrieben, dass das natürlich eine politische Theologie auch ist und dass Theologie und Politik nicht so einfach zu trennen sind, wie das jetzt manchmal dann dargestellt wird. Ich weiß nicht, ich kenne dieses Zitat jetzt nicht. Natürlich hat Theologie in einem gewissen Sinn auch eine gewisse Auswirkung auf die Politik. Also das ist ja wohl klar, dass es irgendwie vielleicht auf das Leben in einem Land auch irgendwelche Auswirkungen hat, was die meisten Menschen da glauben. Ja. Aber dass jetzt hier irgendwie Politik betrieben wird, das stimmt einfach nicht. Aus Stuttgart, aus Regensburg und aus Paderborn und aus vielen anderen deutschen größeren Städten gibt es Meldungen, dass die Kirchenaustritte sich bis zu verdoppelt haben. Wie geht es Ihnen bei diesen Meldungen? Was macht das mit Ihnen? Und ich denke, diejenigen, die deswegen die Kirche verlassen, wo sich auch der Papst ganz ausdrücklich vom Holocaust sofort distanziert hat, die müssen doch vorher schon Probleme mit der Kirche gehabt haben. Ja, das zum Anlass. Andererseits, irgendwann ist das Fass halt voll. Also wenn ich deswegen aus der Kirche austrete, weil der Papst einen Bischof aufnimmt, der etwas Dummes und Törichtes gesagt hat, und wo ganz klar ist, also wirklich völlig klar ist, dass der Papst keinerlei antisemitische Tendenz hat. Also ich meine, das stimmt doch was nicht. Herr Körner, zu diesen Meldungen. Die Meldungen als solche stimmen, aber die Fakten stimmen nicht. Die Zahlen der Austritte sind etwas gestiegen, geschieht jedes Jahr. Dann kommt jetzt die Abgeltungssteuer hinzu, die manche Leute etwas durcheinander bringt. Das ist dann auch ein Anlass zum Austritt. Ein wirtschaftlicher Grund. Es sind vielleicht auch eine Aufmerksamkeit, die jetzt geweckt wird, dass man sagt, naja, ich wollte eigentlich schon immer mich von der Kirche lösen. Aber dass ursächlich ein Zusammenhang von Massenaustritten und diesem unsäglichen Ereignis besteht, das kann man als aufrechter und wahrhaft liebender Mensch zurzeit noch nicht sagen. Aber ich habe es mir nicht ausgedacht. Also das sind sozusagen Äußerungen von den Standesämtern dort, den zuständigen behördlichen Stellen. In der FAZ war es zu lesen, ich mache Reklame für die FAZ, die Standesämter befragt haben. Ja, ehemalige Dominikaner schreiben da ja die Leitartikel. Also insofern. Ja? Also ich habe aber meine Informationen, wie gesagt, mir auch nicht ausgedacht, sondern das ist die Meldungslage. Nicht der große Rahn jetzt aus der Kirche raus oder so, aber es ist schrecklich, eine unerfreuliche, aus Ihrer Sicht muss das eine unerfreuliche Tendenz sein. Das meine ich nur. Ja. Wie wird denn das jetzt weitergehen? Also damit das kirchenrechtlich auch mal richtig erklärt ist, jetzt ist die Exkommunikation aufgehoben. Das heißt aber, dass die Bischöfe nach wie vor suspendiert sind. Ja. Das heißt, sie dürfen weder Sakramente spenden, noch Sakramente empfangen. Auch so richtig, so richtig drin sind sie. Empfangen, ja. Also man kann es im Bild sagen, der Papst hat die Tür geöffnet, aber nun müssen die Menschen der Piusbruderschaft, die Katholiken der Piusbruderschaft, durch die Tür gehen. Und das ist ein Weg, der jetzt sehr sorgfältig erwogen werden muss. Dazu gehört ein grundsätzliches Ja zum Konzil. Dazu gehört die absolute Klärung mit diesen unsäglichen politischen Äußerungen. Sie müssen Ihr Verhältnis zu Bischof Williamson ganz eindeutig definieren. Ich bin sicher, auch vom Papst aus und von seinen Mitarbeitern werden da klare Bedingungen gesetzt. Also dass alles jetzt so nach ein paar Wochen sich beruhigt und so weitergeht, ist unmöglich. Sie glauben also, jetzt mal nur mal so, wenn wir so ein Szenario entwickeln, Williamson raus und den Rest rein in die Kirche, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt werden. Wenn, aber bitte, wir haben ja jetzt einiges gesehen und gehört. Das muss aufgearbeitet werden und das braucht wahrscheinlich viel Zeit. Nochmal, wir könnten sehr gut miteinander zusammenarbeiten, glaube ich, gar kein großes Problem.
Aber es werden schwierige Verhandlungen. Nein, das Problem ist, wir haben ja immer Gespräche gewollt. Wir haben ja immer mit Rom Gespräche führen wollen über die Themen, die wir irgendwie, wo wir Probleme haben. Das hat man uns bis jetzt immer abgelehnt. Ja. Auch jetzt übrigens haben wir den deutschen Bischöfen signalisiert, dass wir auch mit den Bischöfen gerne sprechen würden. Das ist auch erstmal abgelehnt worden. In dieser Phase, die Kirche, die immer Dialog führen will, lehnt den Dialog mit uns ab. Das ist auch nicht in Ordnung. Ja, vielleicht der Kardinal Ratzinger damals hat jahrelang mit ihm geredet und ein Dokument war unterschriftsreif und in letzter Sekunde haben sie gesagt, nein. Das hat damals den Kardinal als Präfekten der Glaubenskongregation mächtig, nicht nur geärgert, sondern enttäuscht. Nein, da ging es überhaupt nicht um inhaltliche Dinge, da ging es um ein reines äußeres Abkommen. Das ist egal, aber Sie haben Nein gesagt. Ja gut, es ist doch wohl ehrlicher, wenn wir sagen, wir möchten erst über unsere Probleme sprechen, bevor wir über ein kirchenrechtliches Abkommen sprechen, als wenn wir einfach irgendwas unterschreiben und dann drin sind und dann gibt es irgendetwas mit Ratzinger, mit diesem klugen Menschen, einem Theologen. Das ist auch sehr, sehr leichthin gesagt jetzt. Also, dass Sie jetzt Warum machen Sie sich nicht selbstständig? Ja. Die Pius-Brüder. Ja, richtig. Sind Sie auf eine gewisse Art Art und und nicht Weise. richtig. Sie hängen ja immer noch dran. Sie sind ja ausgetreten. Sie sind ausgetreten. Wir sind nicht ausgetreten. Ja, Nein, das ist nicht ausgetreten. Man hat uns rausgeschmissen. Das Ja, Sie muss man können sich ganz nicht mal deutlich darüber sagen. einigen. Ja? Wirklich. Das ist Ob ausgetreten oder ja, rausgeschmissen. wobei man da sagen muss, das ist ja nicht irgendein Folkloreverein, die Kirche, sondern da gibt es sozusagen ein eigenes Kirchenrecht. Ja. Es gibt bestimmte Straftaten, ich sage jetzt mal mit Laiendeutsch, die sind so schlimm, dass die Strafe im Moment der Tat schon eintritt. Da gibt es auch keinen Richter, also außer einem. Ich war mal in Lourdes vor vielen Jahren, da habe ich einen netten katholischen Priester aus Köln getroffen und der sagte zu mir, wissen Sie was, eine Grundstück und eine Marienerscheinung und ich bin der gemachte Mann. Ja, das könnten Sie doch auch. Aber Oder sich das ist doch völlig nicht katholisch anerkannt. Er soll seine Privatkirche machen. Das war die Form von Selbstständigkeit, die von Sie eben... Selbstständigkeit. Machen Sie einfach selbstständig. Sie müssen ja, das ist eine wunderbare kleine anti-autoritäre Initiative, die Sie da unternehmen. Sie haben immerhin 500.000 Gefolgsleute weltweit. Das reicht doch für den eigenen Bereich. Nein, wir wollen nichts Selbstständiges sein. Wir wollen nichts anderes als katholisch sein. Ja, auf Ihre Art und Weise. Das heißt auf die Weise, wie die Kirche immer katholisch gewesen ist. Also, warum soll denn das verboten sein, jetzt, was immer erlaubt war? Erzbischof Lefebvre wurde 76 suspendiert, weil er die alte Messe weiterfeiern wollte. Jetzt, vor 2 Jahren, sagt der Papst, die alte Messe war niemals verboten. Also wurde der Erzbischof suspendiert wegen etwas, was nie verboten gewesen Und ist. der polnische Papst hat die alte Messe wieder erlaubt. Mit sehr, sehr vielen Einschränkungen. Okay, aber schon der polnische Papst hat die ersten Signale. Wir können jetzt sozusagen... Das sind die Probleme im Jahre 2009. Das finde ich klasse. Ja. Also ich will Sonst ist in der Welt nichts los. Wirklich. Na, aber, lieber Bruder, ja. Wunderbar. Aber ich finde auch... Meine Sorgen möchte ich haben. Wirklich. Ja. Aber ich finde schon, dass wir bei 1 Milliarde Katholiken weltweit, kann man schon mal sozusagen sich dieses kleinen Problems annehmen, zumal wir einen Die deutschen Papst Milliarde haben. ist nicht das Problem, es sind 500 Leute, ich bitte Sie. Ja. Das sind bei Al-Qaida, da sind auch nur 50 Leute. Dass also Bischof Jaschke und Pater Gaudron... Das ist einfach unfair, so vorzugehen. Ja, Also aber mit welchem Recht machen Sie sich lustig über die Glaubensüberzeugung von vielen tausend Menschen? Ich mache mich lustig über die Glaubensüberzeugung von jemand, der in Ihrer Firma geduldet wird, der von sich aus den Holocaust zur Glaubensfrage erklärt. Das ist keine Darüber Glaubensfrage. mache ich mich lustig. Das ist keine Glaubensfrage. Ganz einfach. Er macht daraus eine Glaubensfrage. Er macht daraus eine Glaubensfrage. Er sagt, ich glaube nicht daran. Ja, ich glaube an Kartoffelbrei. Hat jemanden verpflichtet, auch dann nicht daran zu glauben? Pater Gaudron, das Problem, aber das haben Sie ja sozusagen mit Ihrem Eingangsstatement nicht gelöst, aber doch zumindest zu erkennen gegeben, dass Sie um dieses Problem wissen, ist dieser Bischof Williamson. Das ist ein Problemfall. Was der gesagt hat, ist, Sie haben das dumm und töricht genannt und dem ist ja nichts hinzuzufügen. Was dahinter steht, ist das Problem. Das sehen wir jetzt noch deutlicher. Das haben wir versucht anzusprechen, dass Sie beide jetzt im rein theologischen Sinn nicht die Ehe eingehen heute Abend. Das war uns vorher schon klar. Aber wir haben gedacht... Wir schätzen uns. Ja, wir haben aber gedacht, man muss sich dieses Problems noch einmal annehmen, einfach um zu erklären, was dahinter steht. Und wenn unterschiedliche Grund- und Geisteshaltungen die Ursache dafür sind, dann haben wir das zumindest ansatzweise erkennen können. Wir sind ja alle tolerante Menschen, deshalb finden wir das interessant und das interessant und das interessant. Nur Holocaust leugnen. Das finden wir nicht so interessant. Unerträglich ist auch, andere Religionen schlecht zu machen. Ja, was im Internet über Mohammed steht. Also das ist unerträglich. Ich bin auch kein Weichei mit der religiösen Dialog. Wir müssen die Wahrheit sagen und klar miteinander reden. Da hat aber zum Beispiel wenn wir Herr einander Fluger verunglimpfen, hat er gesagt, wir müssen die islamische Übernahme der westeuropäischen Ballungsräume steht unmittelbar bevor und deshalb müssen wir dagegen ankämpfen. das sind unerträgliche Töne. Ja.
Nun, also auch die Behörden warnen ja nun vor islamistischen Anschlägen, oder nicht? Das ist aber was anderes. Das ist eine politische Aussage. Sie wollen religiöse Menschen sein. Und wenn Sie so reden, dann hetzen Sie. Nein, das, was der Spiegel macht, das ist Hetzen. Hier werden Menschen... in diesem Artikel... Aufklärung war das Problem, nicht die Inquisition. Immer rumdrehen. Ja, in diesem Artikel werden auch Menschen alle in einen Topf geworfen, die nichts mit der Pius-Botschaft zu tun haben. Das ist schon mal völlig unehrlich. Ja? Also Sie können natürlich die Journalisten kritisieren, das steht Ihnen ja völlig frei. Wir wissen sozusagen aus der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, dass die manchmal auch ziemlich richtig gelegen haben mit dem, was sie schreiben. Aber es stimmt auch, manchmal wird ein bisschen was in einen Topf geworfen. Ich muss die Diskussion an der Stelle beenden, weil sonst gehen wir gleich zum Morgenmagazin ab und das wollen wir ja auch nicht. Aber ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Herkommen. Sie wussten ja vorher, dass das kein ganz leichter Weg wird und dass die sozusagen Diskussion ein Mindestmaß an Seriosität behalten hat. Dafür bin ich allen sehr dankbar. Sie haben sich anständig geäußert. Pater Gaudron, danke Ihnen, danke Bischof Jaschke und danke den anderen Teilnehmern unserer kleinen Diskussionsrunde zu den verschiedenen Themen. Morgen kommen wir aus einem ganz irdischen Grund, nämlich UEFA Cup Werder Bremen gegen AC Mailand, etwas später um 23:30 Uhr, aber ich hoffe, Sie sind dann trotzdem dabei. Jetzt die Heute-Sendung aus Mainz und wir sehen uns morgen Abend. Bis dahin. Tschüss, danke.